willkommen zum 35. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch Colt 9 Silver vor. Um genau zu sein, geht es um die Colt Railgun im Kaliber 22 LR, wo von Walther in Lizenz für Colt produziert wird. Walther ist allgemein dafür bekannt, dass sie für andere Hersteller, so wie Smith & Wesson oder auch Heckler & Koch zum Beispiel, Pistolen und Maschinenpistolen in Lizenz produzieren. Zu unserem Modell noch zu sagen, wir haben dort schon diverse Anbauteile und Sachen geändert. Im Originalzustand ist sie eigentlich einfach, ja, sagen wir es, Blut und einfach mit schwarzer Griffschale. Sonst gibt es das Modell auch noch komplett in Sandfarbe, also sprich eigentlich eine Replika von der M45, also die Pistole, die die Marines hatten. Die Modelle sind aber von Walther immer im Kleinkaliber. Die anderen Kaliber, 9 mm, 10 mm, 45er ACP, die werden halt dann von Colt selber produziert. Ausgeliefert wird die Waffe in einem ABS-Koffer. Drin haben wir natürlich die Pistole selber. Dann haben wir noch ein Magazin dabei. Ein kleines Säckchen mit diversen Werkzeugen und Zubehör. Und zwar einerseits eine Ladehilfe. Dann haben wir noch 2 Imbusschlüssel. Und der Schlüssel da ist zum vorne beim Lauf das Endstück wegnehmen, wenn man einen Gewindeadapter kaufen, damit man den dann installieren kann. Zudem haben wir noch ein Blättchen mit einem kleinen Hinweis und eine Bedienungsanleitung in diversen Sprachen mit ganz vielen Bildchen, damit man es auch gut versteht. Und das ist der Lieferumfang dieser Waffe. Die Pistole ist eine Hammerfight-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Das Ganze besteht eigentlich ziemlich komplett aus Aluminium, was sie auch relativ schwer macht. Also es ist ca. 1 Kilo. Beim Schlitten hat es vorne dran und hinten dran Serrations. Der Lauf ist 127 mm lang und oben dran hat es hier noch einen Loading Indicator, wo es siehst, ob Patronen in der Kammer ist. Vorne dran wird sie eigentlich original einfach hier abgeschnitten, aber es gibt eigentlich so Adapter, wo du vorne reinschrauben, dass du nachher einen Schalldämpfer kannst montieren, was bei uns jetzt der Fall ist, dass der drauf ist. Die Bedienerelemente sind eigentlich die meisten einfach auf der linken Seite, also sprich für Rechtsschützen ausgerichtet. Dazu gehört einerseits halt einfach die Daumensicherung mit einem verlängerten Flügel, damit man ein bisschen besser bedienen kann. Der Schlittenfanghebel und der Magazinauslausknopf, der da ein bisschen geriffelt ist, damit er ein bisschen besser bedienbar ist. Zusätzlich verfügt das Modell 1911 typisch über eine Handballensicherung. Da ein bisschen verlängert, damit es einfach ein bisschen angenehmer ist. Beim Abzug verfügt das Modell einen sogenannten gelochten Abzug. Die Griffschalen ist, wenn man sie ab Werk kaufen tut, eigentlich sind es einfach schwarze Kunststoffgriffschalen, die dabei sind.
Wir haben jetzt hier die austauscht durch die Operator-Griffschalen von VC Grips. Also sprich, da kann man auch bestätigen, dass das Modell kompatibel ist mit den Griffschalen der grosskalibrigen 911er. Vorne hat es noch eine Picatinny-Schiene, wo man taktisches Licht oder Laser montieren kann. Ja, wie man sieht, haben wir da jetzt schon eins dran. Das Magazin ist eigentlich aus Stahlblech und ab Werk original fast 12 Schuss und hat einen Magazinboden aus Kunststoff. Bei unserem Modell haben wir einfach den Magazinboden ersetzt durch einen verlängerten Magazinboden aus Aluminium. Der tut die Magazinkapazität nicht vergrößern, ist einfach, ja, damit es ein bisschen mehr Gewicht hat, oder? Und ein bisschen griffiger ist. Wie schon vor kurz im Video erwähnt, ist es ein Singlet-Schnappzug, der diese Waffe hat. Das Abzugsgewicht ist dort 2,2 Kilo ca. Der Abzugsweg ist 911er typisch sehr kurz. Der Druckpunkt ist gut erkennbar und der Resetweg ist eigentlich auch typisch 911er sehr kurz. Die Kimmenvisierung verfügt über weiße Punkte und kann man horizontal verschieben. Beim Korn dasselbe, ein weißer Punkt, damit man halt das Zielen vereinfachen tut, und die ist auch nur horizontal verschiebbar. Da noch Hinweis am Rande: das Modell ist nicht kompatibel mit Kimme- und Kornvisierungen von anderen, also die für die grosskalibrigen und einfach für andere 911er sind. Die sind wirklich modellspezifisch. Den Rückschuss haben wir leider nicht messen, weil unser Mantis halt genau an dem Tag ausgestiegen ist, wo wir unser Testschiessen gemacht haben. Gefühlsmäßig aber muss man sagen, so ja, 22er halt, also wirklich leichter Rückstoß, sehr gut zu managen. Das haben wir eigentlich auch auf dem Schussbild gesehen, weil das ist eigentlich ja, wirklich gut gewesen. Mein Fazit ist grundsätzlich gut. Ich meine, ein 911er ist eigentlich immer eine Waffe, die ich persönlich mega cool finde, weil liegt super in der Hand, der Abzug ist schön zum Schiessen. Es ist eigentlich eben 911er, von dem her kann ich eigentlich grundsätzlich nichts Schlechtes darüber sagen. Das Einzige, was ich jetzt halt nicht so cool an dem Modell finde, ist, dass es 22er Kaliber ist. Weil für mich ist eigentlich ein 911er so ein bisschen immer ein 45er. Das ist jetzt, klar kann man eben auch einen 22er oder 9 mm 911er haben. Wenn man ein bisschen häufiger damit schiesst und um ein bisschen Geld zu sparen, ist das sicher auch eine Option, um sich zu überlegen.
Aber meiner Meinung nach gehört ein 911 eigentlich im Kaliber 45. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Aber eben grundsätzlich kannst du nicht sagen, dass wegen dem eine schlechte Waffe ist, sondern die Waffe an sich ist gut. Sie funktioniert gut, sie schiesst gut, der Abzug ist super, sie liegt gut in der Hand, wie halt ein 911er. Also was das Technische betrifft, bin ich da mit dem Patrick gleicher Meinung. Da muss man noch sagen, dass es eigentlich eine der sagen wir, intensivsten Reviews ist, die wir jetzt gemacht haben, weil wir haben jetzt mit dem Modell grob geschätzt sicher schon über 7000 Schuss durchgelassen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, am Anfang bin ich gar nicht zufrieden mit der Pistole. Und zwar, weil jetzt, ich weiss jetzt nicht, ob es nur an meinem Modell gelegen ist, bei mir war es am Anfang so, dass die Sicherung, die Daumensicherung, wenn du sie aktiviert hast, ist sie immer klemmen geblieben. Dann hast du sie nicht mehr deaktivieren. Selbst nachdem wir sie retour geschickt haben, ist das Problem immer noch da gewesen. Ich habe es dann eigentlich so gelöst, dass ich eigentlich die Feder, die da drin ist, die da dagegen heben tut, habe ich ausgewechselt durch eine Airsoft-Feder, die halt ein bisschen weniger streng ist. Und seitdem muss ich wirklich sagen, bin ich wirklich absolut zufrieden damit gewesen. Also auch sehr lässig halt auch, dass dieser Pistole so ziemlich egal ist, was für Munition verschiessen tust. Also sei es High Velocity, Marke XY oder auch Schalldämpf, Subsonic. Also es ist eigentlich wirklich recht eine unkomplizierte Waffe, was die Munitionswahl beanlangt, was teilweise bei den Kleinkaliberpistolen ein Problem kann sein. Das einzige auch ein bisschen Negative, was ich sagen kann, dass wahrscheinlich so negativ, so glaubst nach etwa 5000 Schuss ist mir beim Korn vorne mal die Visierlage rausgefallen. Wie auch immer das geht. Aber ja, der Lieferant hat eigentlich relativ schnell Ersatz parat gehabt und ja, da haben wir halt einfach das Korn ersetzt und wieder ist gut, oder? Ja, aber sonst, mir gefallen 1911er auch. Eigentlich so Nachbildung vom Operator kann man sagen. Das ist halt schon eine meiner Lieblingswaffen. Klar, ich hätte sie auch lieber im 45, kann man sagen. Da muss ich Patrick schon ein bisschen recht geben, aber ja, kann man sagen, ich habe mich dort ein bisschen überwunden und nur rein zum Kosten sparen halt die Kleinkaliber-Varianten ausgewählt, oder? Also in dem Fall ja, also ich kann es eigentlich jedem empfehlen, der eine zuverlässige Kleinkaliberpistole sucht, als Allrounder zum täglich Schiessen, muss ich sagen, ja, würde ich empfehlen. Das war es wieder mit dem Review. Danke natürlich an Indorswiss, dass er uns die Pistole organisiert hat. Danke auch an Gotcha GmbH, wo die Anbauteile organisiert hat beziehungsweise die Umbauteile für die Pistole. Wie immer findet ihr Detailbilder auf Facebook und Instagram. Und natürlich würden wir uns auch über jeden Like auf dem Video sowie auch auf der Instagram-Facebook-Seite freuen. Das war es und ciao zusammen.